Hallo und herzlich willkommen zu unserem 7. Rennen. Heute fahren wir in Monaco. Mittlerweile kennt ihr ja den ganzen Ablauf. Ich zeige euch als allererstes mal unsere Strecke. Ich habe das Ganze mal gleich von Anfang an mit so einem roten Strich markiert. Dann könnt ihr jetzt hier oben rechts einmal die Monaco-Strecke angucken. Ich habe das Ganze versucht natürlich so schön wie möglich und detailgetreu nachzubauen, wie es ging. Hier kann man es ganz gut vergleichen mit unserer Gravitrax-Bahn. Und jetzt mache ich den Strich einmal weg und wir gehen die Strecke gemeinsam durch. Also, wir sind jetzt hier ganz links auf unserer Start- und Zielgerade. Die ist relativ kurz in Monaco, es gibt wenig Überholmöglichkeiten. Dann hier ein leichter Rechtsknick, dann geht es nach oben auf den Berg. Ich habe hier zwei parallele Schienen. Die, auf der der Strich ist, das ist die schnelle Schiene und nebendran habe ich die langsame Schiene. Die Murmeln können sich da also gut überholen. Dann geht es hier hoch, einmal den Berg hinauf und gleich wieder runter. Dann eine scharfe Rechtskurve und dann kommt die berühmte Löwskurve. Das ist der langsamste Punkt, also im ganzen Formel-1-Kalender. Ich glaube, da fahren die Autos tatsächlich nur mit 50 km/h rum, was sehr wenig ist. Und dann geht es hier zweimal nach rechts und dann ab in den Tunnel. An der Stelle habe ich den Lift eingebaut. Das können wir jetzt hier ganz gut sehen. Da geht er in den Lift rein. Bei der Originalstrecke fahren wir das, was ich jetzt auch mit dem roten Pfeil einmal markiere, durch. So, dann versuche ich natürlich vom Lift immer relativ schnell nach unten zu kommen. Das ist dann diese lange Gerade, die wir jetzt sehen, wo das Fahrzeug gerade fährt. Dann geht es hier schnell nach links und bergab. Hier haben wir auch nochmal eine Weiche eingebaut, wo die Kugeln sich gegenseitig überholen können. Das geht hier links, rechts und dann nochmal eine scharfe Rechtskurve und dann geht es wieder auf Start und Ziel. So. Bei uns startet heute Red Bull als erster, Lotus ist zweiter, Mercedes dritter und Ferrari startet als vierter. Wie immer starten sie in der Reihenfolge, wie sie im letzten Rennen ins Ziel gekommen sind. Insgesamt fahren wir 15 Runden. Und dann beginnen wir mit unserem Rennen. Alle Kugeln dicht hintereinander, hier in den langsamen Schienen einmal bergab. Da kann Lotus direkt den Red Bull überholen. Ferrari ist jetzt Dritter, ist jetzt aber auf der langsamen Schiene. Muss jetzt gucken, dass sie nicht noch von Mercedes überholt werden, war ganz knapp. Also in der ersten Runde Red Bull Erster. Ich muss das natürlich immer wieder aktualisieren. Kurz hinterher Red Bull Erster, Lotus Zweiter, Ferrari Dritter, Mercedes Vierter. Und wir gehen in die zweite Runde. Und wir können hier schön sehen, wie Red Bull durch die schnelle Kurve da vorbeiziehen kann. Genau das gleiche kann Ferrari auch tun. Gehen damit in Führung. Beziehungsweise Ferraris überholen die Mercedes. Aber die Abstände bleiben relativ schmal. Wir gehen jetzt in die dritte Runde. Red Bull jetzt weit vorne, kann da sogar, obwohl sie einen langen Weg gehen. Jetzt müssen sie aufpassen, Lotus überholt sie. Mercedes knapp hinter Red Bull. Und der Ferrari bleibt wieder am Mercedes hängen. Kommen da noch nicht so ganz hinten raus, die beiden. Und die vierte Runde beginnt. Lotus jetzt mit einem hübschen Vorsprung. Müssen wir mal gucken, ob der auch bis zu den Schienen hält. Nein, Red Bull kann wieder vorbeiziehen. Mercedes und Ferrari, wie sieht es da aus? Ferrari überholt. Und das ist dann ein Hin und Her. Müssen wir mal schauen. Red Bull und Lotus scheinen das vorne unter sich auszumachen und Ferrari kämpft hinten immer mit Mercedes. Und der Lotus kann jetzt wieder am Mercedes vorbeiziehen. Das ändert sich wirklich jede Runde. Jetzt müssen wir mal gucken. Ferrari wird vermutlich jetzt, kann das da im Windschatten ausnutzen und wieder vorbeiziehen. Gehen in die sechste Runde. Aber alles dicht hintereinander. Monaco ist natürlich auch eine Strecke, bei der man sehr schwer überholen kann. Aber wir sehen hier, dass eigentlich im Prinzip die ersten beiden Kugeln immer mit sich kämpfen und die anderen hinteren beiden. Da muss man nicht damit rechnen, dass sich das wahrscheinlich zu sehr vermischen wird. Monaco ist nicht unbedingt bekannt dafür, dass man da leicht überholen kann und von hinten weit nach vorne kommt. So, siebte Runde hat begonnen. Red Bull jetzt mit einem super Vorsprung, sind da auf den langsamen Schienen unterwegs und trotzdem immer noch vorne. Lotus Zweiter, Mercedes kann vorbeiziehen auf den dritten Platz, Ferrari ist jetzt Vierter. Und wir haben die Hälfte geschafft. Ich habe auch schon überlegt, vielleicht mal sowas einzumachen wie ein Boxenstopp, aber dann müsste ich manuell während dem Rennen eingreifen. Ich weiß nicht, ob ich das will. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, Erweiterungspacks da einzubauen von Gravitrax, aber weiß ich noch nicht so ganz.
ob ich das nicht lieber so lasse, wie es jetzt ist und es einfach immer schön durchläuft, ohne dass ich da irgendwie eingreifen muss, außer dass man am Anfang einmal meine Hand im Bild hat. So, 9. Runde hat begonnen, Lotus erster, Red Bull wird jetzt vorbeiziehen. Jetzt muss man gucken, ob Lotus kontern kann. Wird ganz knapp, nee, fahren ihn fast hinten drauf. Der Ferrari ganz, ganz knapp vor dem Mercedes. Und wie immer, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, wie ich das Ganze noch verbessern kann, dass das euch noch mehr gefällt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das ist hier ein ständiger Schlagabtausch auf dieser Strecke zwischen den jeweiligen beiden Gruppen. Mal gucken, Ferrari zieht wieder knapp am Mercedes vorbei. Und wir gehen in Runde 11. Somit jetzt die letzten 5 Runden. Red Bull hier mit einem guten Vorsprung. Lotus kann kurz vorbeiziehen, wird jetzt aber vermutlich gleich wieder geschluckt vom Red Bull. Und wo ist denn der Mercedes? Der Mercedes hängt ganz oben fest, seht ihr das? Oben auf dem Lift hat er extrem Probleme, vorbeizukommen. Beziehungsweise überhaupt weiterzukommen. Jetzt müssen wir wahrscheinlich auf Hilfe von den Hintermännern warten. Der Red Bull kann auch nicht ganz vorbei, aber hilft dem Mercedes ein bisschen mal wieder voranzukommen. Jetzt hat natürlich Mercedes richtig was aufzuholen. Weiß nicht, ob sie das in den 3, 4 Runden noch schaffen können, da aufzuholen. Lotus bleibt vorne, Red Bull, Mercedes jetzt ganz weit hinten und Ferrari eigentlich auch ganz einsam unterwegs. Ich blende euch jetzt schon mal die Runde 13 ein, weil die ersten beiden Kugeln schon in der 9. Runde sind. Ja, Mercedes kann ein bisschen aufholen. Mal schauen, dadurch trennen sich natürlich die Gruppen jetzt massiv. Und dann beginnt Runde 14. Wir sind gespannt. Also Red Bull jetzt vorne mit den langsamen Schienen. Ich glaube auch, die werden vorne bleiben. Es wird ganz knapp. Ja, Red Bull bleibt vorne. Mercedes ist jetzt wieder am Ferrari dran. Wir warten jetzt mal kurz ab, bevor ich das einblende, ob sie überholen können. Und wir gehen in Runde 15 rein. Ich blende euch das gleich ein. Ferrari bleibt vorne. Alles klar. Runde 15. Die letzte. Lotus gerade noch vorne. Red Bull. Können sie noch einholen? Nein. Lotus wird das Rennen gewinnen. Red Bull wird Zweiter und wir gucken, was hinten passiert. Der Mercedes und der Ferrari wissen ja nicht so ganz, wer wie rauskommen soll. Die anderen beiden sind schon auf ihrer Ehrenrunde. Und der Mercedes kann tatsächlich in der letzten Runde noch am Ferrari vorbeiziehen. Oh, das war richtig, richtig knapp am Ende. Hat Mercedes sich doch noch die 2 Punkte geholt und den Ferrari eingeholt. Hat er natürlich den Vorteil, dass er da meistens ein bisschen eine kürzere Strecke fahren kann. Dann auf 4 Runden hat das dann doch gereicht, das Ganze aufzuholen. Ich zeige euch wie immer einmal das Leaderboard. Da fällt mir gerade bei der Aufnahme ein, ich habe das Ganze nicht aktualisiert. Dann machen wir das jetzt gemeinsam. So, Ferrari bekommt 1 Punkt mehr, hat damit 21. Mercedes bekommt 2 Punkte mehr, kommt damit auf 21 Punkte. Der Red Bull bekommt 3 Punkte mehr und kommt damit auf 17 Punkte. Und Lotus gewinnt das Rennen, bekommt 5 Punkte drauf. Die Reihenfolge können wir so lassen. Das ist jetzt die aktuelle Tabelle. Und dann sind wir mal gespannt. Das nächste Rennen, lasst mich kurz überlegen, ist Aserbaidschan. Werde ich als nächstes drehen. Und dann freue ich mich. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.